Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial von mir. Heute beschäftigen wir uns mit dem oder mit dem Nicht-Integrationseffekt, mit einem Partikeleffekt, der im Endeffekt so hier aussehen soll. Dazu öffnen wir erst das Dokument mit dem Bild. Den Link findet ihr unter DeviantArt und FaceDoc. Und ich zeige euch jetzt, wie wir anfangen. Zuerst nehmen wir die Hintergrundebene und duplizieren diese zweimal mit Steuerung J. Steuerung J, Steuerung J. Ihr blendet die oberste und die untere Ebene aus, lasst nur die mittlere sichtbar. Macht jetzt Folgendes: Ihr nehmt das Polygon Lasso Tool und fahrt einmal rings um die Person. Das Polygon Lasso Tool ist besonders gut für so grobes Ausschneiden, wie ich es jetzt mache, geeignet. So, jetzt habt ihr eine Auswahl erstellt um die Person. Jetzt macht ihr einen Rechtsklick, geht auf Fläche füllen, inhaltsbasierend, Modus normal, 100% Deckkraft, zack, okay, berechnet, der PC berechnet, das dauert ein Stück, und schon ist die Frau, die vorher noch da war, weg. Ihr geht jetzt auf Auswahl aufheben oder Steuerung D. Ja, jetzt habt ihr da, wo die Frau vorher war, Hintergrund quasi eingefüllt. Jetzt blendet ihr die beiden ausgeblendeten Ebenen wieder ein, geht auf die oberste Ebene und nehmt euch jetzt das Schnellauswahlwerkzeug. Ich habe sie ein bisschen klein gemacht, vergrößert die Geschichte und wählt jetzt hier die Frau aus. Zack, zack, zack. Genau. Ein bisschen kleiner. Genau. Jetzt wähle ich noch die Füße aus. Sehr gut. Zack, zack. Hier ein wenig zu viel. Das mache ich weg. Das mache ich auch weg. So, jetzt ist die. Nein, noch nicht ganz. Da fehlen noch ein paar Harte. Okay. Jetzt ist unsere Frau komplett ausgewählt und wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier auf das Maskensymbol, erstellen uns eine Maske, klicken auf die Maske, Maske verbessern, also wieder Rechtsklick, Maske verbessern und fahren jetzt hier einmal über die Bereiche, die noch leicht grau sind. Man kann schon sehen, die Haare werden besser freigestellt. Mit Steuerung Plus vergrößere ich mir die ganze Geschichte. Hier sehe ich noch den grauen Rest, den ich nicht richtig sauber wegbekommen konnte durch meine Auswahl. Kleinere etwas die Größe. Wow. Steuerung minus minus. Ihr könnt das noch zu Hause noch genauer machen. Bei mir aus Zeitgründen mache ich jetzt etwas in einer gekürzten Ausgabe. Jetzt ist also unsere Frau freigestellt. Ihr holt euch das Kontextmenü, klickt auf OK und schon war's das. Jetzt geht ihr auf die Ebene Maskenminiatur, klickt wieder rechts, Maske verbessern,
Nee, das hatten wir gerade. Nicht Maske verbessern, sondern Maske anwenden. Und jetzt verrechnet Photoshop die Maske ähm, mit dem eigentlichen Bild. Wie man jetzt sehen kann, wenn man die restlichen Ebenen ausblendet, dass die Frau jetzt komplett freigestellt ist. Jetzt macht ihr Folgendes: Ihr kopiert euch diese oberste Ebene noch einmal mit STRG J. Schnappt euch wieder die vorletzte Ebene, eine Maske. Das ist eine weiße Maske, die wollen wir nicht. Wir lassen diese Maske markiert und drücken STRG I. Jetzt wird die Maske invertiert. Klicken aufs Bild, gehen auf die Filter, gehen auf Verflüssigen oder STRG F. Machen hier Folgendes, dass wir uns die Frau mit dem Pinsel breit ziehen. Das bedeutet, wir schaffen jetzt schon die Fläche für unseren Partikeleffekt später. Ungefähr so. Sieht komisch aus, sieht komisch aus, ist aber recht effektiv. Ihr geht auf OK. Die Ebene ist nun verdeckt, die breitgezogene, all dieweil ich diese schwarze Maske drüber gelegt habe. So, kommen wir zur obersten Ebene. Für die oberste Ebene verwendet ihr ebenfalls eine Maske, die allerdings weiß bleibt, weil wir hier diese Maske, weil wir dieses Bild einfach sehen wollen, weil das später den Hauptteil unseres Bildes ausmacht. Jetzt nehmt ihr euch wieder das Pinselwerkzeug in der Tool-Leiste, geht hier auf Pinsel, macht's auf, und ich habe für diesen Partikeleffekt oder Disintegrationseffekt ist es wichtig, einen gut gestreuten Pinsel zu nehmen. Also nichts Dichtes, sondern was jede Menge, viele kleine Bausteine hat. Ich habe mich hier für Raw and Round Bristol entschieden und für den Explosion, den ich selber so benannt habe. Raw and Round Bristol, müsst ihr mal gucken, ob Photoshop den wirklich intus habt, also von selber mitbringt, oder ob ihr den extern installieren müsst. Ich verändere die Größe, machen jetzt eine relativ große Größe, sagen wir 200, über 200 jetzt, STRG +++, um die Ansicht zu verbessern. Blende natürlich jetzt den Hintergrund ein, um einen realistischen Effekt zu haben. Vordergrundfarbe setze ich auf schwarz, weil ich quasi jetzt Teile meines eigentlichen Vordergrundbildes ausblenden möchte. Und das gelingt so. Ihr könnt das zu Hause noch genauer machen als ich. Aus Zeitgründen mache ich das jetzt hier relativ oberflächlich, indem ich einfach Partikel draufsetze. Jetzt sieht man schon, man kann sehen, wie sich die Frau beginnt aufzulösen. Ja. Und mache jetzt Folgendes. Gehe jetzt wieder auf die unterste Ebene mit der schwarzen Maske, die wir breit gezogen haben. Ändere die Vordergrundfarbe in weiß und hole jetzt langsam aber sicher, wie man hier sehen kann, die Partikel der untersten Ebene hervor. Ja, so. Hier seht ihr mein Endprodukt. Aus Zeitgründen muss ich ein bisschen sparen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Partikeleffekt. Macht es zu Hause noch ein bisschen besser und lasst euch mehr Zeit als ich. Und wir sehen uns dann.